Hallo Leute, heute haben wir eine tolle Gleichung zu lösen, und zwar 7x hoch minus 3 ist gleich 98. Wenn man sowas bekommt, dann versucht man erstmal 98 irgendwie zu vereinfachen und vielleicht mal zu prüfen, ob ich das durch 7 teilen kann. Wie geht das? Dann benutze immer die Methode der Primfaktorzerlegung. Bei der Methode der Primfaktorzerlegung versuche ich erstmal zu prüfen, ob 98 durch 7 teilbar ist. Deswegen benutze ich die Methode der Primfaktorzerlegung. Dafür versuche ich erstmal 98 durch 7 zu teilen. Dann bekomme ich durch 7, dann habe ich hier 1, dann bleibt 18 übrig, beziehungsweise 28 übrig, deswegen habe ich hier 4. Dann kann ich das noch durch 7 teilen, dann ergibt sich hier 2. Und dann kann ich durch 2 teilen, dann habe ich eine 1. Deswegen kann ich sagen, 98 ist genau gleich 7 zum Quadrat mal 2 mal 1. Wenn ich das hier wieder ansetze, dann erhalte ich 7 mal x hoch minus 3 ist gleich 7 zum Quadrat mal 2. Dann könnte ich die beiden Seiten der Gleichung durch 7 teilen. Dann erhalte ich x hoch minus 3 ist gleich 7 mal 2. Damit habe ich hier x hoch minus 3 ist gleich 14. Was passiert jetzt? Ich möchte x berechnen und ich kenne natürlich die Formel aus dem Logarithmus, was besagt, dass log von einer Zahl hoch a ist genau gleich a log von dieser Zahl. Deswegen bringe ich jetzt Logarithmus auf beiden Seiten hier. Erstmal von 14. Dann das hier wird hier 3 log von x sein, gleich log von 14. Und das ist dann gleich log von x ist gleich log von 14 durch 3 durch minus 3. Okay? Analog zu dieser Formel ist es dann klar, sobald ich meine Formel dann als a log von x haben, kann ich das irgendwie umwandeln als log von x hoch a, also einfach in die andere Richtung. Ne? Deswegen habe ich hier an der Stelle 1/3 minus 1/3 von log von 14. Und dann kann ich jetzt sagen, das ist genau gleich log von 14 hoch minus 1/3. Oder? Und was ist genau 14 hoch 1/3? Also 14 hoch minus 1/3, das ist genau gleich 1 durch 14 hoch 1/3. Und an Zahl hoch 1/3 ist genau 1 durch die dritte Wurzel von 14. Oder? Ja, oder? Sicherlich. Das heißt, hier bekomme ich dann log von x gleich log von 1 durch die dritte Wurzel von 14 und durch Koeffizienzvergleich, also Logarithmus von x und dem, kann ich direkt sagen, dass x gleich 1 durch die dritte Wurzel von 14. Und das ist mein Ergebnis. Vielen Dank fürs Zuschauen.
liked das Video, wenn es euch gefällt und abonniert euch auf dem Kanal, damit ich noch mehrere Videos von solchen Arten machen kann. Bis dann.